Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem kurzen Crashkurs zu den Housing NPCs. Diese Frage kommt nämlich in letzter Zeit wieder sehr häufig und es ist einfach wichtig zu wissen, was sind NPCs, was bringen sie, lohnen sie sich und wie aktiviert man NPCs eigentlich doppelt. Außerdem, wie profitiert man maximal von ihnen im Sinne von, dass man sie nicht zu 90% ins Leere laufen lässt, sondern sie einmal kauft und monatelang nutzen kann, ohne sie doppelt und dreifach bezahlen zu müssen. Und das alles gibt es jetzt in diesem Video so möglichst schnell und verständlich, wie es mir möglich ist, das zu erklären. Also, Housing NPCs, wie es der Name schon sagt, erfordern, dass ihr erstmal ein Haus besitzt. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr könnt hier zum Housing NPC gehen in irgendeiner Stadt. Der steht in jeder Stadt. In Flaris ist es zum Beispiel Charlie. Der steht neben dem Pet Tamer oder in der Nähe vom Pet Tamer. Und das günstigste Haus kostet 100 Millionen. Und das reicht auch. Die anderen Häuser, das ist reine Optik und auch größer. Da könnt ihr dann mehr Möbel aufstellen und so weiter. Aber Möbel klingt schon nach nutzlos, ist es auch. Das ist rein kosmetisch. Was ihr wollt, sind NPCs und für NPCs reicht das kleinste Haus, das kostet 100 Millionen Penya. Häuser kann man auch im Cash-Shop kaufen, Häuservorlagen, da kosten sie aber unfassbar viel Geld, also mehrere tausend F-Coin oder ab 1000 F-Coin. Viel zu teuer, nicht kaufen, 100 Millionen ist das günstigste. Zumindest auf Burodeng, auf Totemia auch und wahrscheinlich auf jedem anderen Server, weil Burodeng hat sowieso eine sehr gute Inflation, besser als Totemia zum Beispiel. Also wenn es auf Burodeng sich lohnt, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch auf jedem anderen Server. Hier das für Penya zu kaufen und nicht für F-Coin. Welches ihr dann kauft, ist aber egal. Also ihr könnt hier eine Blank World kaufen, das ist halt langweilig. Es gibt auch Forest und Volcano. Wie gesagt, aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass es das kleinste ist und das kostet immer 100 Millionen. Ein Haus kann man ab Level 1 haben, also das könnt ihr sofort mit Level 1 auch haben. Wenn ihr das dann gekauft habt, müsst ihr es aktivieren und das funktioniert dann quasi so, dass man hier diese Häuservorlage einfach auswählt. Ich weiß gar nicht, was habe ich auf dem Chart für eine Häuservorlage? Ah, ich habe hier das Fall House, genau. Das müsst ihr dann aktivieren, doppelklicken und hier dann als Vorlage auswählen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euer Haus dann betreten. In dem Haus, das ist jetzt halt so, das ist nicht die Blanko-Welt, sieht ein bisschen cooler aus. Die Fall World ist halt so ein bisschen auf Pumpkin Town, Herbst angelegt. Hier ist dann euer Haus. Und hier ist alles eigentlich irrelevant. Wie gesagt, Möbel. Ihr könnt auch hier ins Haus dann selber reingehen. Also dieser Punkt hier ist nicht der Ausgang übrigens. Der Ausgang ist dieses Tor hier. Ihr müsst hier draufklicken. Über diese leuchtende Fläche kommt ihr nur ins Haus rein. Also ins direkte Haus. Und das ist quasi euer, keine Ahnung, Garten oder whatever. Das ist alles vollkommen irrelevant. Das Einzige, was im Housing tatsächlich was bringt, sind die Housing-NPCs. Das ist das Einzige, wo man irgendwelche Effekte und so weiter bekommen kann. Die Housing-NPCs sind auch ganz einfach, und zwar im Cash-Shop, Housing und dann NPC. Da kann man sich alle angucken. Es gibt Gildenhaus und privates Haus. Für euch oder für dieses Video nur privates Haus relevant. Gildenhaus bringt euch gar nichts. Auf keinen Fall Gildenhaus kaufen. Für euch ist nur privates Haus relevant. Genau. Welche NPCs es alles gibt, schauen wir uns jetzt in diesem Video nicht ausführlich an. Ich sage euch einfach die Top 5 aus meiner Sicht. Und das sind lustigerweise sowieso die 5, die hier oben angezeigt werden. Das ist einmal Casanova, der gibt XP plus 5. Misun, Droprate plus 5. Themas, Geschwindigkeit plus 5. Hatter, PvE Damage plus 3. Also einfach literally 3% mehr Schaden. Und Alice ist das Gegenteil. Ihr kriegt 3% weniger Schaden. Das sind die 5 meiner Ansicht nach besten, lohnenswerten NPCs. Die sollte man eigentlich wirklich fast 24/7 laufen haben, wenn man spielt und levelt. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Es gibt aber noch weitere, das muss man dann halt selber wissen. Also es gibt auch die 7- und 15-Tage-Version. Die 15-Tage-Version ist auch günstiger. Da kriegt man quasi einen Tag geschenkt. Grundsätzlich sollte man auch die 15-Tage-Version kaufen, um ein kleines bisschen Geld zu sparen. Ja, und dann gibt es halt hier sowas wie, das hier sind noch die Gildenhaus-NPCs. Dann gibt es noch sowas wie hier Fluggeschwindigkeit plus 5%, meiner Meinung nach total unwichtig. Experience Loss Reduction plus 3, das lohnt sich in meinen Augen auch nicht allzu sehr, außer man stirbt sehr häufig, dann kann man vielleicht drüber nachdenken. Also die Personal Housings, Pet NPCs ist nochmal ein anderes Thema, darüber will ich jetzt heute auch nicht reden, das will den Rahmen sprengen. Ja, kann man sich wie gesagt mal angucken. Grundsätzlich, diese 5 hier oben sind eigentlich so die relevantesten für PvE-Spieler. Ja, wenn ihr dann so einen NPC gekauft habt, müsst ihr dann auch wieder doppelklicken einfach und aktivieren. Und den seht ihr dann hier, Liste der Gegenstände, ganz links. Und wenn ihr dann auf NPC klickt, hier sind jetzt eure NPCs.
Die kann man einzeln auswählen und dann Gegenstand platziert drücken. Und dann kann ich mir aussuchen, Misun, die stelle ich jetzt irgendwo hin. Vollkommen egal wohin, spielt keine Rolle, wo die steht. Ich würde euch empfehlen, einmal alle NPCs, die ihr aufstellen wollt, folgendermaßen zu platzieren. Einmal Themas, einmal Alice, da muss man dann kurz warten, einmal Misun, Casanova, naja, fast, und Hedda. Das sind unsere 5, das sind unsere 5 Power Rangers, unser Dream Team. Jetzt sehen wir hier schon, ich habe jetzt einfach nur davon 5% Geschwindigkeit, 3% Schadensreduktion, 5% Droprate, 3% PvE-Schaden und 5% XP. Nur, dass ich die aufgestellt habe. Und ja, diese Werte klingen recht niedrig, aber ihr müsst bedenken, die sind jetzt wirklich 24/7 aktiv. Das sind jetzt wie Basiswerte für mich. Das ist also schon krass. Außerdem habt ihr auch gesehen, die Preise 70 F-Coin und die halten 70 Stunden. 7 Tage, Entschuldigung, nicht 70 Stunden. 7 Tage, 7 mal 24 Stunden. Und die 15-Tage-Version hält halt 15 Tage, also 15 mal 24 Stunden. Das ist also wirklich extrem viel, weil die laufen auch ab, wenn ihr offline geht. Aber das heißt, wenn ich jetzt leveln gehe für 2 Stunden und wieder reinkomme und hier auf alle Gegenstände entfernen drücken würde, dann würde diese Zeit stehen bleiben und ich kann offline gehen für 20 Stunden oder auch für 3 Wochen, gehe wieder online, die NPCs sind immer noch am Start, ich muss sie nur wieder aufstellen, dann laufen sie wieder und die Zeit bleibt, wie gesagt, in der Zeit stehen, wenn ich sie abgebaut habe. Deswegen immer wichtig, die NPCs nicht zu vergessen, beim Online-Gehen, bevor man anfängt zu grinden und beim Offline-Gehen, bevor man aufhört zu grinden, wenn man aufhört zu grinden und dann offline gehen wird später, dass man sie abbaut, weil dann spart man sich die Zeit und dann kann so ein NPC, selbst ein 7-Tage-NPC, geschweige denn ein 15-Tage-NPC, kann halt Wochen oder Monate halten. Das heißt, das ist wirklich extrem günstig, wenn man das richtig managt. Und alles, was man tun muss, ist kurz dran zu denken und 2 Klicks zu machen. Also es ist wirklich kein Aufwand, weil ihr müsst es nämlich nicht immer so einzeln machen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ihr könnt eine Voreinstellung machen. Ihr könnt jetzt hier, ich habe die lustigerweise auch Power Rangers genannt, ihr könnt jetzt hier auf Neu drücken und einfach irgendwas eingeben. Und dann ist das jetzt meine neue Vorlage. Das heißt, das ist jetzt meine Vorlage. Jetzt mache ich alle weg mit dem roten Mülltonnen-Icon. Ja, das geht nicht, da ist eine 10 Sekunden Sperre drin. Also wenn ihr irgendwas hier macht, ihr habt dann immer 10 Sekunden Sperre, da muss man dann einfach kurz warten. Jetzt sind alle weg. Jetzt klicke ich hier drauf. Also, ich zeige es nochmal. Ich bin jetzt offline gegangen. Jetzt ist ein neuer Tag. Jetzt will ich online gehen. Jetzt denke ich mir, jetzt wieder alle NPCs einzeln platzieren. Gar keinen Bock. Zack, 1, 2, 3. Das sind 3 Klicks. Alle NPCs stehen. Ich bin raus und go. So einfach ist das. Ich gehe rein, zack, zack, zack und raus. Das sind wirklich Sekunden. Und genauso, wenn ich jetzt fertig gegrindet habe, ich gehe ins Haus, ich gehe rein, zack, zack, raus und fertig. Und diese wenigen Klicks sparen euch auf Monate, auf Jahre gerechnet, hunderte Millionen Penya, Tausende von F-Coin. Das ist wirklich der Lifehack des Todes. Diese NPCs zu kennen, zu wissen, wie sie funktionieren. Das ist super, super krass. Und das war eigentlich auch schon alles, was es grundsätzlich zu den Housing-NPCs zu wissen gibt. Aber es gibt noch eine letzte Sache. Und zwar Couple Housing. Ihr habt bestimmt schon mal vom Couple-System gehört. Ab Level 60 kann man einem anderen Charakter einen Antrag machen. Ich habe jetzt hier gerade keinen, spielt aber keine Rolle. Ihr müsst dafür zum Cupid-NPC in Flaris gehen. Und zwar steht der, oh Gott, der steht hier. Quasi gegenüber von Allgemein Louis sozusagen, am Zaun. Da könnt ihr einen Couple-Ring für 10 Millionen Penya kaufen. Mit dem könnt ihr dann ein Couple machen. Wie gesagt, ab Level 60. Beide Charakter müssen Level 60 sein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, gibt es ein Item im Cash-Shop. Das ist leider Cash-Shop only, aber bevor ihr das Interesse verliert, zuhören. Das kostet nämlich einmalig 1600 F-Coin, das Couple-Housing. Steht auch extra in Klammern dabei. Couple kann man also nicht mit den anderen Housing-Vorlagen verwechseln. Dann kauft man das einmal. Und dann hat man hier noch eine weitere Vorlage, also dann hat man hier noch ein zweites Haus sozusagen und kann da drin alle NPCs, genauso wie ich das gerade gezeigt habe, nochmal platzieren, nochmal aufstellen und dann hat man alle Boni zweimal und da darf man sich dann auch nicht verwirren lassen. Die Couple-Boni, das ist übrigens das Menü, was ich hier offen habe, das Couple-Menü ist übrigens die Taste Komma, neben M auf der Tastatur, Komma,
ist eine komische Tastenbelegung, aber die könnt ihr ja ändern, wenn sie euch nicht gefällt. Standardmäßig ist es die Taste Komma. Und dann seht ihr hier die Boni. Also hier steht dann aktuelle Boni weiterhin 5, 3, 5, 3, whatever. Und hier steht nochmal 5, 3, 5, 3 und das stackt. Das heißt, dann habt ihr 10% Geschwindigkeit, 10% mehr XP, 10% mehr Droprate, 6% mehr PvE-Schaden und bekommt auch 6% weniger Schaden. Und das alles für wenige 100 F-Coin, die die NPCs kosten. Die kann man sich auch locker mit Penya verdienen, weil die so günstig sind. Und das Einzige, was man für F-Coins leider kaufen müsste, wenn man kein Free-to-Play-Spieler ist, ist das Couple Housing für einmalig 1600 F-Coin. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, das Couple Housing ist das Klügste, was man sich meiner Meinung nach kaufen kann im Cash-Shop, wenn man langfristig Flive spielt und nicht nur für 2 Tage, weil das auf lange Sicht hört sich das, also kurzfristig hört sich das so wenig an, 5% XP, bla 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 bla. Aber jetzt denkt euch mal, ihr levelt von 1 bis 190 immer permanent mit 5% mehr XP. Wie viel Unterschied es macht, 5% mehr Drop, wie viele Items man dadurch mehr droppt. Das macht alles langfristig so einen krassen Impact, das ist richtig, richtig heftig. Also preis-leistungstechnisch mit Abstand das Beste, was man kaufen kann. Und nein, Gala bezahlt mich nicht für dieses Video, leider. Es ist einfach insane. Und man sollte es einfach wissen. Wenn man dann aktiv die Entscheidung trifft, nee, ich bin Free-to-Play, ich kauf's mir nicht. Ich bin auch Free-to-Play, deswegen habe ich auch kein Couple Housing. Aber ist ja schön und gut, wenn man diese Entscheidung trifft. Aber für alle, die, und ich weiß, es gibt sehr viele davon, regelmäßig Geld für das Spiel ausgeben, sollten wissen, dass es das gibt und dass man damit seine Housing-Boni verdoppeln kann. Und ja, man muss dann halt in beide Häuser reingehen, man muss dann ins normale Haus reingehen, man muss dann ins Couple Housing reingehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig, das stimmt schon. Aber man überlebt. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und für die wenigen Klicks stundenlang mehr XP, mehr Damage, mehr Geschwindigkeit, whatever zu haben, ist auf jeden Fall schon richtig, richtig gut und wichtig. Richtig und wichtig. Und das war es auch schon zu den Housing-NPCs und Couple Housing. Ich hoffe, damit konnte ich euch das Ganze halbwegs verständlich erklären und ihr seid jetzt Spezialisten. Wenn andere Leute fragen, was ist denn Housing, was sind denn Couple-NPCs, was ist das alles, pipapo, wie funktioniert das, wisst ihr jetzt Bescheid und könnt ihnen zur Not auch einfach dieses Video schicken, noch leichter. Und das war's auch schon. Danke euch fürs Zuschauen, ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und für Livestreams, für Fragen, die ihr mir live stellen wollt, wie zum Beispiel, wie funktionieren Housing-NPCs, bla 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 bla, schaut auf jeden Fall in die Twitch-Links in der Videobeschreibung. Ich bin jeden Tag live auf Twitch und habe sogar einen 24/7 Twitch-Stream, der immer live ist. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.